glaube, die Inspiration zu dem, was wir hier machen, ist leider eine Krise, in der wir stecken. Die Idee der Labor Tempelhof-Konzerte ist, den Menschen Mut zu machen, eigentlich in allen Bereichen der Gesellschaft aufzuzeigen, es geht nicht mit einem weniger schlecht Ansatz, sondern mit einem richtig gut Ansatz. Wir brauchen in Zukunft nicht weniger Konzerte, sondern andere. Und genau das wollten wir hier mit zahlreichen Akteuren eben vormachen, damit möglichst viele das nachmachen. Wir sind erstmal auf für unser Projekt ziemlich ideale Voraussetzungen gestoßen. Ein Venue mitten in der Stadt, das heißt die Anfahrtswege sind alle mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Das Thema Mobilität als solches, auch noch größer gezogen, all die Mobilität auf dem Gelände, die Mobilität der Bands. Wir sind jetzt mittlerweile in dem Alter, wo man halt sieht, wie Dinge schlimmer werden. Also was die Konzertbranche in den meisten Teilen immer noch ausmacht, das ist nicht immer unbedingt nachhaltig. Na, Zeit wird's. Okay, wir haben hier diese Konzerte, wir haben diesen Standort, wir können hier bestmöglichst alle Bereiche selber kontrolliert angucken. Let's do it. Klimakrise, Nachhaltigkeit, das ist alles neu für jeden. Lass loslaufen. Wir, das Labor Tempelhof, versuchen halt zu zeigen, was geht und laden Leute ein, bessere Ideen zu haben und das alles noch mehr zu verfeinern, damit es halt am Ende des Tages wirklich mal Konzerte gibt, bei denen keine Ressourcen verbrannt werden, im Idealfall. Die Idee von Cradle to Cradle ist, dass wir alles als Rohstoffe begreifen. Wir hören auf, Müll zu produzieren, ja, und entlang der Lieferketten, dass all das so hergestellt wird, dass dabei nicht nur kein Schaden entsteht, sondern im besten Fall wirkt sich eben dieses Konzept positiv aus. Wir wollen nicht weiterhin die Imitanten sein, wir wollen nicht Teil des Problems sein, sondern wir wollen Teil der Lösung sein. Wir wollen mit dem Labor Tempelhof zeigen, was schon möglich ist. Wenn du Künstler wie die Ärzte, wie auch die Toten Hosen in 22 im Rücken hast, die das mit unterstützen, die diese Haltung vertreten und mitgehen, dann macht es die Sache eigentlich erst rund. Also das fing an mit dem Merchandising, dass wir, wenn man so eine Kiste aufmacht mit T-Shirts, die geliefert werden, dass dann plötzlich die Fliegen sterben im Raum und so Sachen, das soll halt nicht mehr vorkommen. Nach Cradle-to-Cradle-Prinzip, sodass die T-Shirts theoretisch wirklich zu 100% abbaubar in den Kreislauf zurück können. Das heißt nicht, dass man dieses T-Shirt einmal trägt und in den Wald werfen sollte, weil es geht theoretisch. Das heißt vor allem, dass jedes Mal, wenn du das T-Shirt wäschst, keine giftigen Mikroplastikfasern ins Wasser gelangen. Nicht nur, dass das Material gesund ist, also wir sprechen da natürlich über die Garne, über den Stoff, über den Druck, aber auch bis hin zu, wo werden die Dinger produziert, faire Arbeitsbedingungen, gesunde Arbeitsbedingungen für Mensch und Umwelt. Also rein technisch ist natürlich eine ganz große Herausforderung, dass wir hier mit einem festen Stromnetz arbeiten und nicht wie jahrzehntelang mit Generatoren, die wir irgendwo hinpacken und dann irgendwas anschließen. Und jeder, der hier auf dem Gelände rumläuft, sieht ja, dass wir hier überall ganz viele Yellow Jackets liegen haben, also diese Überfahrrampen. Das ist eben auch viel händische Arbeit, sehr, sehr aufwendig. Bereich Sanitär, wo wir zum Beispiel Rohstoffe aus den Exkrementen oder dem, was die Besucher hinterlassen, zurückgewinnen, wieder in den Kreislauf führen. Wir haben beispielsweise Finizio wieder dabei. Komposttoiletten, Trenntoiletten, da wird Kot und Urin separat gesammelt. Wir müssen in Deutschland Phosphor importieren, brauchen wir aber unter anderem als Düngemittel. Dabei tragen wir das ja in unserem Urin mit rum. Das heißt, die ziehen das in einem Projekt
aus der Pisse im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Kot wird zu Humus verarbeitet. Hätte ich gerne eine Laola von links durch die Mitte bis zu den Dixie-Klos da drüben. Keine Dixie-Klos, das sind Kompost. Komposttoiletten, okay, entschuldige bitte. Auf die Plätze. Fertig. Und bitte! Dankeschön. Wir spielen auch nicht mehr in kleinen Clubs und wir spielen auch nicht mehr irgendwie, weiß ich nicht, nach uns die Sintflut irgendwo und zerstören danach Hotelzimmer, sondern wir spielen vor sehr vielen Leuten. Wir können Signale setzen. Aufgefallen, dass es heute Abend, heute den ganzen Tag schon, kein Fleisch auf diesem Gelände gibt. Vegan-vegetarisches Essen, überwiegend vegan, das wäre noch besser für diesen Planeten, für uns alle. Für uns alle, ihr versteht. Wenn du das Essen anpackst, was wir dieses Jahr auch schönerweise zu 100%, also wirklich sowohl auf dem Feld als auch Backstage zu 100% vegan, vegetarisch umsetzen können. Nicht nur im Kontext des Tierwohls, sondern auch in den Bilanzen. Deutlich geringerer Wasserverbrauch, wenn man Pflanzen dafür anbaut, dass Menschen sie essen und wenn man Pflanzen nicht dafür anbaut, um Tiere damit zu füttern. Die Kooperation mit Traceless, wo wir eine Pommesgabel abbilden, die aus rein pflanzlichen Stoffen gewonnen wird und auch wieder in die Biosphäre kompostiert werden könnte, also einen Kreislauf schlagen könnte. Dieses Material ist wahnsinnig toll. Das ist nicht nur die Pommesgabel, sondern wir können uns in Zukunft vorstellen, alle möglichen Materialien dadurch abzubilden. Da sind wir ganz am Anfang. Es geht eigentlich gar nicht darum, dass wir weniger Bier trinken, wenn man jetzt quasi sagt, da ist pro Bierflasche irgendwie eine Scheibe Brot drin, die sonst weggeworfen worden wäre. Damit wird Biodiversität im Prinzip aufgebaut, weil weniger Ackerfläche benötigt wird. Das nun folgende Lied ist diesem Festival gewidmet, diesen 3 Konzerten, die wir im Zuge der Nachhaltigkeit gestaltet haben. Die Möglichkeit zu haben, Kultur zu nutzen und Musik zu nutzen, die Ansprache von Künstlern zu haben in diesem Bereich, ist, glaube ich, mit so viel Potenzial verbunden, weil sie eben so direkt und so emotional ist, wie sie kaum eine zweite Ansprache ist. So soll es halt weitergehen. Also ob wir da jetzt auf der Bühne stehen oder irgendjemand, ist ja völlig egal letzten Endes. Aber es wäre halt schön, wenn dieser ökologische Grundgedanke einfach normal wird. Freut, wenn ich so viele Menschen auf einem Haufen sehe und sie sind beim Ärztekonzert, dann weiß ich, so viele Leute sind schon mal keine Nazis. Dankeschön. Wir machen eigentlich nur ein bisschen musikalische Werbung dafür. Der eigentliche Star des Abends ist das Labor. So funktioniert es. Mein Love Case ist der Fantor dieses Jahr. Der wird jetzt nicht weltbewegend irgendwie die Dinge, die Bilanzen hier irgendwie verändern, aber eine Maschine, die aus der Luft Trinkwasser generiert. Also die Leute können sich dann hier Trinkwasser aus der Luft zapfen. Ist so ein bisschen mein heimlicher Liebling. Die Branche muss sich ändern und auch den Zuschauern und auch den Ticketkäufern wird es immer wichtiger, dass sich hier auch was ändert. Für die Umwelt weniger schädlich gestaltet
Deshalb finde ich es eigentlich ziemlich cool, dass sie den Ansatz halt so verfolgen und das auch recht konsequent. Mehrweggeschirr, kompostierbare Toiletten, die Infostände, die es gibt. Ja, ich finde schon, dass es mega wichtig ist, weil so viele Menschen wie hier sind, die würden ja so eine Menge von Müll produzieren, der ja irgendwo hin muss wieder, ne? Der Weg war gut ausgedacht, geräumt und der Zugang aufs Gelände war auch wunderbar. Hat mich wirklich schwer beeindruckt und ich finde auch, wie man es sieht, klappt das auch ganz toll. All das, was wir jetzt hier messen auf diesem Labor Tempelhof, das ist ja ein Reallabor für die gesamte Konzertbranche, teilen wir wieder. Es wird wieder ein Update vom Guidebook geben, was es ja bereits gibt, wo die ganzen Erkenntnisse, das ganze Learning drin ist, sodass andere nicht auch bei Null anfangen. Ich wünsche mir, dass eigentlich dieser Bewusstseinswandel zu einem normalen Heute wird. Das ist unser Ziel. Also wir wollen, dass das normal wird. Und ich weiß, dass so viele Musiker, so viele Bands, dass denen das nicht scheißegal ist. Ich war total begeistert, wie viele Gedanken sich die Veranstalter, die Band gemacht haben. Und dann auf so ein Event zu gehen, da ist man dann schon auch gerne in Ernstfällen. Wir sind keine Fluglinie und wir handeln nicht mit Rolex, sondern wir handeln mit Kultur und haben eben auch einen Auftrag, Kultur an Leute zu bringen und eben nicht nur an reiche Leute. Daran haben wir uns orientiert, um festzulegen, wem wir dieses Sozialticket ausgeben können. Diese Tickets haben dann anstelle von 83 € 19,90 € gekostet. Ich will keine spaßbefreite Welt haben und ich will, dass meine Kinder auch genauso viel erleben können, wie ich es erlebt habe, aber eben in Grün. Wenn man das dann spürt, wenn man es sieht, wenn es dann wirklich passiert, das ist natürlich irgendwie rührend, beeindruckend. Etwas besser zu machen, etwas irgendwann so gut zu machen, dass wir uns in der Gemeinschaft darauf freuen können, auch in dieser Form zu feiern, genau das zu genießen, was es zu genießen gilt. Also dieser rote Faden von es geht auch anders, diese Zukunft, von der wir sprechen, die ist wirklich möglich. Wir werden die Hürden nehmen, die es zu nehmen gibt. Was wir hier machen, in dieser Größenordnung, das ist ja schon, wir arbeiten schon in einer Größenordnung wie mittelgroße Städte im Ruhrgebiet. Das könnte dann eine Stadt ja auch aufs ganze Jahr verteilt machen. Wenn man es nicht versucht, dann ändert sich ja nie was.